Hallo zusammen und willkommen zurück bei Basement Tech. Es ist an der Zeit, dieses Projekt abzuschließen. Den Switch Dock PC. Der Gaming-PC, der gleichzeitig ein Nintendo Switch Dock und somit vermutlich eines der teuersten Nintendo Switch Docks weltweit ist. Im ersten Video haben wir die Mod erstellt und das komplette Gehäuse zugeschnitten, lackiert und umgebastelt. Im zweiten Video haben wir das komplette System innen zusammengebaut und geschaut, ob die Kiste läuft. Und heute? Heute haben wir Großes vor. Ein spezielles Flüssigkühlsystem mit Hardtubes hier drinnen. Falls ihr die ersten beiden Videos verpasst habt, könnt ihr sie euch hier ansehen. Solltet ihr tun, die lohnen sich. Und wenn ihr diese abgedrehten, krass teuren und super langen Projekte unterstützen wollt, lasst uns ein Like da, kommentiert und abonniert den Kanal, damit ihr keins der kommenden Videos verpasst. Dieses Projekt ist fast fertig. Wir müssen nur noch das komplette Flüssigkühlsystem mit den Hardtubes einbauen. Das mache ich zum ersten Mal. Ich bin also ziemlich angeschmiert. Vielen Dank erstmal an AlphaCool, die uns alles geschickt haben, was wir in diesem Video verwenden. Und danke auch an AlphaCool, die Vertrauen in meine Fertigkeiten haben. Dank ihnen bin ich keine Flüssigkühler-Jungfrau mehr. Wir haben ja schon ein Video gedreht, in dem ich zum ersten Mal ein Kühlsystem zusammengebaut habe. Das war aber ausschließlich mit Softtubes, was wesentlich einfacher ist. Hier habe ich es mit Hardtubes zu tun. Keine Ahnung, wie ich das anpacken soll. Und als es um die Komponenten ging, wie viel Meter Hardtube brauchst du denn? Keine Sorge, nicht viel, das passt. Ich darf also nicht viel versemmeln, denn sonst gehen uns die Hardtubes aus. Bei diesem Projekt bekommt allerdings aus diversen Gründen nur der Prozessor Flüssigkühlung. Der 10700K, der das ganze System antreibt. Bei kommenden Projekten werden wir hoffentlich auch die Grafikkarte mit Flüssigkühlung versorgen. Also, dann legen wir mal los. Wir räumen erstmal alles weg und lassen nur den Kühler und die Gehäuselüfter da, damit wir sie installieren können. Das ist ein 360 mm Kühler. Und die Lüfter passen perfekt obendrauf. Das kommt auf den Gehäuseboden. Und das war der Grund, warum wir unbedingt ein Micro-ATX-Motherboard brauchten. Denn nach dem Einbau des Kühlers, der Lüfter und allem anderen hätte es nicht mehr genug Platz für ein längeres Motherboard gegeben. Als erstes bringen wir die Lüfter auf dem Kühler an und dann installieren wir das Ganze unten im Gehäuse. Die Lüfter arbeiten im Gehäuse und ihre Rückseite war ziemlich hässlich. Also haben wir die Etiketten mit kleinen weißen Vinylstickern abgedeckt, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Geh nicht zu nah ran, die sind schlampig ausgeschnitten. Okay, die Lüfter sind installiert und jetzt muss ich vor dem Zusammenbau die beiden Anschlüsse für die Hardtubes einsetzen. Und dann den Kühler abnehmen, denn der muss sowieso weg. Und der Waterblock muss dafür rein. Solange es noch etwas Platz gibt, mache ich das. Was sind wohl diese Plastikdinger da drin? Muss ich die aufheben? Auch dieses Mal packen wir wieder alle verwendeten Komponenten in die Beschreibung unten. Der Kühler ist zerlegt. Zeit, dieses hübsche Ding, den Waterblock und den AlphaCool Eisblock in durchsichtigem Plexiglas zu installieren. Ihr könnt also der Flüssigkeit beim Herumschwappen zusehen. Das wird wunderschön. Ihr solltet übrigens immer sicherstellen, die Folie hier beim Installieren abzuziehen. Sonst wird das eine Sauerei. Legen wir uns mal alle Teile zurecht. Fangen wir an. Das kommt hinten dran, da sind so Klebeflächen dran.
Okay, Waterblock installiert. Jetzt können wir uns an den Kühler machen und alle Lüfter anschließen. Moment mal. Okay, da wir 3 Lüfter anschließen müssen, ist es am besten, wenn wir diese Y-Verteiler nehmen. Wir müssen nur einen Port am Motherboard anschließen und können so alle 3 gleichzeitig steuern. Jetzt versteht ihr, was ich mit wenig Platz da unten gemeint habe. Jetzt können wir alles befestigen. Ich bin wirklich hart gehypt. Geschafft. Jetzt schließen wir noch schnell das an. Nee, mache ich später. Na gut, packen wir es richtig an. Ich schließe alle Kabel an, sonst komme ich wieder durcheinander. Okay, alle angeschlossen. Jetzt kommt der spaßige Teil. Einen Platz finden, an dem wir Pumpe und Tank installieren können. Dies ist die Pumpe, eine D5, die bereits in den Tank integriert und gar nicht mal so klein ist. Wir könnten es hier installieren. Hier hätten wir ein Rohr, das vom Waterblock zum Tank führt. Und das ist der Ausgang, der vom Tank zum Kühler und dann vom Kühler zurück zum Waterblock führt. Das kriege ich nie hin. Soll ich das machen oder wäre das besser? Vom Kühler geht es hoch. Geht hinein? Nein. Vom Kühler? Von hier. So geht es hoch. Vom Kühler geht es so, so und so und so. Von dort geht es hier rein. Okay, ja. Seid ihr da mitgekommen? Ich nicht. Okay, machen wir es so. Vom Pumpenausgang führt ein Rohr in den Kühler. Der kommt dann aus dem Kühler, geht zum Waterblock und vom Waterblock oben in die Pumpe. Wie fülle ich das Ding? Warum ist das so kompliziert? Zuerst müssen wir die Platte am Gehäuse abnehmen, reinbohren und dann wieder einsetzen. Ich mache gerade die Arbeit von Monaten kaputt. Vielleicht. Okay, jetzt sollten wir alles zusammenbauen können. Ich hau alles in Stücke. Okay, jetzt lief alles mehr oder weniger nach Plan und wir können die Pumpe befestigen. Perfekt. Wir haben die Pumpe befestigt, bevor wir das Ganze wieder in das Gehäuse einsetzen. Am besten setzen wir die Konstruktion in einem 90-Grad-Winkel ein, damit wir direkt an das Rohr rankommen. Sieh mal einer an. Gut, jetzt passt alles. Wir haben den Kühler und den Waterblock installiert. Und jetzt kommt der schwierigste Teil. Rohre, Biegungen und all sowas. Das Problem ist, dass auf dem Papier immer alles einfach aussieht. Die Realität ist dann aber ganz anders. Ich könnte das Rohr vorbereiten, das vom Prozessor zum Tank führt.
Unter den vielen Dingen, die Alpha Cool uns geschickt haben, war auch dieses tolle Kit für Dummies. Für diejenigen, die sich zum ersten Mal an ein Flüssigkühlsystem nach Maß machen. Eine Schere ist dabei. Eine Schere, um die Rohre zuzuschneiden. Super praktisch, weil man sogar den Schnittwinkel auswählen kann. Ein Silikonschlauch, der in das Rohr eingeführt wird, wenn man es biegt, damit es nicht einklemmt. Das Ding hier ist auch sehr nützlich. Es hilft, etwas in genau den richtigen Winkel zu biegen. Und schließlich dieser Entgrater. Jeder, dessen Vater Klempner ist, hat ihn sicherlich schon einmal gesehen. Er wird zum Glätten des Rohrs nach dem Schneiden verwendet, damit es keine Kanten oder Ecken gibt, die die Dichtung beschädigen könnten. Versuchen wir also zum ersten Mal, ein Hardtube zu biegen. Wünscht mir Glück. Ich hole die Heißluftpistole. Okay, es ist nicht die schönste Biegung, die ich je gesehen habe. Und hier sind ein paar Unebenheiten. Naja, mein erstes gebogenes Rohr. Das sind keine 90 Grad. Okay, nochmal von vorn. Echt nervig. I believe I can fly. Das erste Rohr ist fertig und das war das einfachste. Nur 90 Grad gebogen, aber das macht mich unglaublich happy. War gar nicht so schlimm, hab ja auch nur 3 Anläufe gebraucht, aber nett. Cool, das macht mich glücklich und gibt mir den Antrieb, mich an die anderen zu machen. Mal sehen, ob es klappt. Einen Tag später. Ich habe die letzte Nacht damit verbracht, Rohre zu biegen. Sieht man an dem Schlachtfeld hier. Hat mich mehr als nur ein paar Versuche gekostet. Aber das Ergebnis ist schon okay. Ist jetzt auch nicht der Wahnsinn, insbesondere wenn man sich diese Biegung hier ansieht. Aber im Großen und Ganzen hat das für einen ersten Versuch ganz gut geklappt. Jetzt muss ich es nur noch befüllen und starten. Gut, der Computer läuft, es gibt keine Lecks und... Aber seht selbst. Ich finde es richtig schön. Du bist wunderschön. Aber nächstes Mal kühlen wir auch die Grafikkarte. Okay, im Prinzip ist das Projekt abgeschlossen. Passend zum Nintendo-Design haben wir noch ein paar Super Mario-Sticker ausgedruckt. Die können wir einzeln ausschneiden. Ich muss die noch fertig ausschneiden und vorne und hinten auf das Gehäuse kleben, damit alles noch cooler aussieht. Ich mache mich jetzt ans Ausschneiden und Aufkleben. Und wir sehen uns dann beim epischen Finale dieses unfassbaren Projekts.
Na, ist das nicht wunderschön? Dieses Projekt berührt mich richtig. Dass ich das echt geschafft habe. Wie gesagt, es ist nicht das erste Mal, dass jemand so etwas versucht hat, aber es ist das erste Mal, dass jemand so Kleines es versucht hat. Mit einem Dremel, Sprühdosen und viel Zeitaufwand. Danke nochmal an unsere Partner. Und danke an euch. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich vor Jahren begeistert die Videos von Jay's 2 Cents und Linus Tech Tips geschaut habe. Sie haben diese krassen Computer mit eigens angefertigten Flüssigkühlsystemen gebaut. Und ich habe vor mich hingeträumt. Dank euch, dank euren Abos, Likes und Kommentaren ist das hier Wirklichkeit geworden. Und sogar ein kleiner Kanal aus Italien kann solche Sachen umsetzen. Ich bin euch so dankbar. Jetzt sind wir mit dem rührseligen Kram durch. Und was können wir über das Projekt sagen? Es hat richtig viel Zeit verschlungen. Ich habe wohl im August mit der Arbeit angefangen. Jetzt haben wir November. Das sollte deutlich machen, wie viel Arbeit und Zeit hier drin steckt. Einige Faktoren sind daran schuld, wie etwa das Lackieren des kompletten Gehäuses mit Sprühdosen, was ich beim nächsten Projekt ganz sicher nicht mehr machen werde. Wir nehmen dann eine Lackierpistole und alles geht schneller. Und dann noch dieses selbstgebaute Kühlsystem mit den Hardtubes. Einerseits der totale Albtraum, aber auch wieder total schön, wenn man sich das Endergebnis ansieht. Es ist nicht perfekt. Perfektion ist nächstes Mal das Ziel. Und ich will unbedingt auch die Grafikkarte kühlen. Aber es sieht auch so toll aus. Der Kontrast der blauen Flüssigkeit mit dem roten Gehäuse. Alles erinnert an die Nintendo Switch-Farben. Es ist einfach... Und dann noch die Super Mario-Details, die etwas speziell sind. Würde ich jetzt nicht jahrelang an meinem PC haben wollen, aber bei so einem Projekt ist das ein Detail, das für das gewisse Extra sorgt. Wäre mir lieber gewesen, keine Stunden mit dem Ausschneiden jedes einzelnen Pixels zuzubringen, bevor ich dann alles ans Gehäuse klebe. Zur Performance gibt es nicht viel zu sagen. Ein 10700K und ein 2070 Super passen einfach super zusammen. Ich kann mehrere Spiele in 4K mit hoher Detailauflösung spielen oder auf niedrigere Auflösungen runtergehen. Dieser Monitor ist ein 1440p und ich kann mit stabilen Framerates weit über 60 FPS spielen. Das Tollste ist aber, dass ich nach ein paar Stunden Dämonenmetzeln in Doom entspannen kann bei einer Runde Animal Crossing. Hi. Ich heule dann später. Was mache ich da? Oh, nee, total versagt. Zweifelt niemals am Kapitalismus. Das kann so enden, wenn ihr das wollt.